Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Für diesen Fledermauspulli werde ich mit diesen beiden schönen Bobbles vierfädig arbeiten und einer Vierernadel. Beginnen werde ich mit dem krokusfarbenen und dieses Mal gibt es keinen Fußschlingenanschlag oder ähnliches, sondern wir werden mit Schlaufen beginnen. Dazu häkeln wir 3 Wendeluftmaschen. Machen einen Umschlag und gehen in die erste Masche zurück. Dort stechen wir ein und häkeln einfach ein Stäbchen. Dann haben wir eine Schlaufe. Nun machen wir wieder 3 Wendeluftmaschen, wenden das Ganze, das ist immer ganz wichtig, machen einen Umschlag und stechen in das Löckchen durch die Schlaufe ein und häkeln wieder ein Stäbchen. Und somit die zweite. Also 3 Luftmaschen, wenden, Umschlag, durchs Löckchen einstechen und ein Stäbchen häkeln. Und so häkeln wir jetzt die Kette so weit, wie ihr eure Ärmel lang haben wollt. Das heißt vom linken zum rechten Arm einmal bis dahin, wo die Ärmel sitzen sollen. Ich werde hier von Elle zur Elle häkeln. Und so sieht es dann aus. Nach 74 Schlaufen sieht das Ganze so aus und ich habe in etwa 100 cm erreicht, also 1 Meter, und beginne die nächste Reihe mit 3 Luftmaschen. Ich gehe durch das erste Löckchen hindurch und häkel hier 5 Stäbchen hinein. So, dann lassen wir ein Löckchen frei und häkeln in das zweite wieder 5 Stäbchen. Hier hat sich jetzt ein kleiner Fehler eingeschlichen, da darf halt nur eine Schlaufe frei sein, lasst euch davon nicht irritieren. Hier dann auch wieder eine Schlaufe freilassen und in die zweite 5 Stäbchen. Am Ende der Reihe schließe ich hier mit einem Stäbchen. Ihr hättet jetzt aber noch eins mehr über und macht da einfach einen Fächer hinein und beendet mit einem Stäbchen. Also ist gehopst wie gesprungen und macht eigentlich gar keinen großen Unterschied. Je nachdem, was ihr für eine Kette häkelt, sollte diese dann dementsprechend teilbar durch 2 sein. Aber das war eigentlich selbsterklärend am Anfang. In der nächsten Reihe 3 Wendeluftmaschen. Und nun bearbeiten wir die 5 Stäbchen. Ums erste gehen wir herum, ziehen dies nach vorne und häkeln ein Reliefstäbchen nach vorne. Ein Umschlag, das zweite ein normales Stäbchen. Das mittlere lassen wir frei und häkeln dafür eine Luftmasche. Danach machen wir einen Umschlag und häkeln in das vorletzte wieder ein Stäbchen und in das letzte ein Reliefstäbchen nach vorne. Und somit haben wir unsere erste Muschelform. Noch einmal einen Umschlag ums Stäbchen herum nach vorne ziehen, ein Reliefstäbchen häkeln. Das zweite ein normales Stäbchen häkeln. Das mittlere auslassen und eine Luftmasche häkeln. In das vorletzte dann ein Stäbchen und in das letzte ein Reliefstäbchen nach vorne. Ganz einfach. Und so häkeln wir jetzt bis zum Ende und am Ende wird das Ganze dann noch mit einem Stäbchen in die zweite Masche von unten geschlossen.
fertig. Die nächste Reihe dann 3 Luftmaschen, wenden und hier wird es jetzt ganz einfach. Hier häkeln wir jetzt als nächstes wieder diese 5 Stäbchen einfach hier um diese Luftmasche herum. Also durch das Löckchen einstechen und einfach 5 Stäbchen häkeln. Dann einen Umschlag direkt rüber ins nächste und 5 Stäbchen häkeln. Und so nun bis zum Ende. Am Ende angekommen, auch hier wieder in die zweite Masche von unten mit einem Stäbchen schließen. Drei Luftmaschen, wenden, ein Reliefstäbchen nach vorne, das zweite mit einem Stäbchen behäkeln, das mittlere lassen wir aus und machen dafür eine Luftmasche, das vorletzte wieder mit einem Stäbchen und das letzte mit einem Reliefstäbchen. Und auch so wieder bis zum Ende. Als nächstes solltet ihr euch bewusst werden, wie breit oder hoch eure Ärmel werden sollen. Nehmt dazu einen gut sitzenden Pullover oder schaut an eurem eigenen Arm, wie breit der Pullover werden oder Ärmel werden soll und teilt dieses durch 2. Ich habe mich hier für 18 cm Höhe entschieden und werde dieses Muster jetzt gerade hochhäkeln, bis ich auf etwa 18 cm gekommen bin. Also, ich fasse nochmal zusammen. Ich habe für meinen Pullover von Elle zu Elle einmal komplett die Länge gemessen. Selbstverständlich mit ausgestreckten Armen. Ich habe 100 cm genommen, also 1 Meter, und brauchte dafür 74 Schlaufen. Ihr seid daran nicht gebunden. Wenn ihr längere Ärmel haben wollt, könnt ihr dies machen. Wollt ihr kürzere haben, könnt ihr dies auch machen. Hier habe ich nun hochgehäkelt. Ich denke, das Muster kann sich echt gut sehen lassen. Ich finde, das sieht richtig schick aus, auch wenn es nachher andersrum ist. Und dann kommen wir nun zur nächsten Abteilung, und zwar zu den Abnahmen. Dazu nehme ich mir einen neuen Faden, und zwar die andere Farbe. Ziehe diese durch die alte und häkel die erste Luftmasche mit beiden Fäden ab, um das zu fixieren. Dann kann sich da auch erstmal nichts mehr lösen. Für die Abnahmen allerdings brauchen wir jetzt 4 Luftmaschen. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Höhe von 4 Luftmaschen habt. Und nun nehmen wir den kompletten ersten Teil ab. Das heißt, wir gehen jetzt in diese 5 Stäbchen hinein. Ich nehme hier das erste und häkel dieses halb ab. Umschlag, nächstes Stäbchen, ein halbes Stäbchen abhäkeln. Umschlag, die Luftmasche nicht vergessen, auch mal ganz wichtig, zur Hälfte abhäkeln. Und danach noch die letzten 2, sodass wir alle 5 Maschen einer Muschel der Vorreihe auf der Nadel haben. Und diese maschen wir dann gemeinsam ab. Und weil sich das so stark zusammenzieht, benötigen wir dann auch am Anfang die 4 Luftmaschen. Ab hier nun ganz normal in jedes Löckchen 5 Stäbchen. Und das bis zur anderen Seite, bis zum vorletzten. Und hier bei dem letzten das gleiche wieder. Erste Stäbchen halb abhäkeln, zweite Stäbchen halb abhäkeln, die Luftmasche halb abhäkeln,
und die letzten beiden. Abhäkeln und danach alle gemeinsam abmaschen. Und hier am Ende brauchen wir jetzt auch unsere Höhe von 4. Und das machen wir mit einem Doppelstäbchen, das heißt 2 Umschläge, gehen in die zweite Masche von unten hinein und ziehen den Faden durch 2 und nochmal durch 2 und haben somit ein Doppelstäbchen. Für die nächste Reihe, dort kommt jetzt keine Abnahme hin, braucht ihr trotzdem wieder 4. Also solange ihr in den Abnahmereihen seid, immer 4 Luftmaschen oder ein Doppelstäbchen am Ende. Doch wird hier jetzt einfach nur die Muschel ausgearbeitet. Setzt euch am besten auch direkt am Anfang einen Marker, da sich das ja jetzt zur Seite wegzieht, und gerade für Anfänger ist immer wichtig, Anfang und Ende besser erkennen zu können, sonst wird es nachher krumm und schief. Und ab hier nun wie gehabt wieder das Reliefstäbchen, das Stäbchen, die Luftmasche, Stäbchen und Reliefstäbchen. Am Ende der Reihe angekommen, arbeite ich noch schnell die letzte Muschel aus. Und auch hier schließe ich das Ganze dann wieder mit einem Doppelstäbchen, dort wo ich vorher den Marker gesetzt habe. 2 Umschläge durch 2, durch 2 und durch 2. Und das ist auch schon der ganze Spuk an den Abnahmen, eigentlich ganz simpel. In der nächsten Reihe fangen wir wieder beim ersten Teil an. Wir nehmen die 5 ersten ab. Vorher häkeln wir natürlich noch unsere 4 Luftmaschen und verteilen danach ganz normal wieder die 5 Stäbchen in jedes Löcksken. Als nächstes müsst ihr euch im Klaren werden, wie weit ihr runterhäkeln wollt und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wie breit das Ganze werden darf. Dazu nehmt ihr euren Hüftumfang und teilt diesen durch 2. So, ich hatte hier mit den Ärmeln angefangen, hatte eine Länge von 100 cm. Jetzt gehen wir hier runter und müssen wissen, wie viel Hüftbreite wir haben. Ich bin hier von einer Hüftbreite von 100 ausgegangen, habe die durch 2 geteilt und kam somit auf 50. Also werde ich jetzt so lange Abnahmen machen, bis ich auf 50 cm Breite gekommen bin. Und mehr ist das auch nicht. So, nach 8 Musterpartien, also auch 16 Reihen wie bei den Ärmeln, 18 cm in etwa tiefer, habe ich meine 50 cm erreicht. Und wie ihr seht, auch schön gleichmäßig. Und jetzt kann ich wieder gerade häkeln. Das heißt, ich werde jetzt wieder auf die Krokusfarbe umschwenken und dann den Rest wie oben häkeln. Wenn die Länge reicht, werde ich so wie oben auch nur 16 Reihen dran machen. Dann sieht es natürlich perfekt aus. 16 Reihen Krokus für die Ärmel, 16 Reihen Abnahmen mit der anderen Farbe, mit dem gemischten oder Farbverlaufsbobbel und dann nochmal die gleiche Anzahl an Reihen mit Krokus. Ich beginne also damit, jetzt die neue Farbe Krokus dran zu machen und häkel wie oben am Ärmel einfach gerade runter. Hier ist jetzt wichtig, dass ihr nur wieder mit 3 Wendeluftmaschen beginnt und ansonsten ist alles wie gehabt. 5 Stäbchen in jedes Löcksken verteilen
und in der zweiten Reihe die Muschel ausarbeiten. Hier kann jetzt jeder so weit häkeln, wie er seinen Pullover lang haben möchte. Ich werde schauen, wie lang das Ganze ist, wenn ich auch 16 Reihen gehäkelt habe, also 8 Musterpartien, weil dann habe ich sowohl mit dem Ärmel als auch dem Mittelteil alles gleich und das hat sogar, wie ihr hier seht, geklappt. Hier ist das erste Teil, hier das zweite. Und nun können wir den Kragen ermitteln. Dazu klappt ihr euer Teil zusammen und markiert euch die Mitte. Und jetzt nehmt ihr von einem gut sitzenden Kragen entweder die Kragenbreite oder nehmt euren Kopfumfang und teilt diesen durch 2. Dann kommen wir auch schon zum Vernähen. Für das Vernähen werden wir die Außenseite auf die Außenseite legen und den Faden dann doppelt nehmen. Vernähen tue ich hier mit dem Kautstich. Zuallererst werde ich hier seitlich den Faden fixieren. So. Und dann gehen wir am hinteren Häkelstück circa einen halben Zentimeter, also eine Maschenbreite, und stechen von der einen Seite zur anderen etwa ein. Dann legen wir den Faden über und stechen in Höhe des Fadens wieder ein, circa einen halben Zentimeter. Faden wieder überlegen nach hinten, in Höhe des Fadens wieder einen halben Zentimeter zur Seite einstechen und so jetzt immer im Wechsel. So erzeugt ihr eine schöne Schuhnaht, die man aber kaum sieht, da sie sehr flach ist. Achtet dabei aber auch darauf, dass ihr da nicht alles zu sehr zusammenzieht. Also zieht es einfach auch zwischendurch mal wieder so ein bisschen glatt. Und dann sieht es so aus. Und so sieht unser Pullover bis jetzt im Rohzustand aus. Jetzt fehlt noch oben der Kragen und das Bündchen. Für den Kragen werde ich mit einer Sicherheitsnadel und Zugstopper mir so eine Kordel noch besorgen. Diese habe ich wie am Anfang gehäkelt, also so wie wir den Fledermauspulli begonnen haben. Da fixiere ich mir dann jetzt noch meine Sicherheitsnadel. Schaue, wo so ungefähr die Mitte ist und fädel das Ganze immer im Wechsel einmal ringsherum ein. Die Kordel, die solltet ihr für euch selbst bestimmen, wie lang die ist. Deswegen mache ich auch hier keine Angaben, wie viele Schlaufen ich dafür gehäkelt habe. Denn das ist bei jedem unterschiedlich. Wie weit habt ihr den Kragen gemacht? Wie weit mögt ihr das? Wollt ihr überhaupt Zugstopper haben oder überhaupt eine Kordel? Das kann dann jeder selbst entscheiden. So, und das ist auch dann mal was anderes, wie die Bündchen, die ich euch sonst immer zeige, oder Abschlüsse, Kapuze und so weiter. Dann kniefel ich jetzt noch schnell meine Zugstopper dran und kann dann immer entscheiden, ob ich den Kragen etwas enger tragen möchte oder komplett offen oder vielleicht auch mal ganz ohne Kordel. Und dann ist das schon mal erledigt. Und dann kommen wir noch zum Bündchen. Fürs Bündchen werde ich seitlich an der Naht den Faden ansetzen, denn hier werde ich jetzt wieder mit dem Farbverlaufsbobbel häkeln. So. Und habe mich hier wieder für ein Reliefstäbchenbündchen entschieden. Dazu werden wir in der ersten Reihe erst einmal nur Stäbchen verteilen. Hier habe ich jetzt ein größeres Löckskin, das ist aber nicht schlimm, da sich das durch die Reliefstäbchen später wieder zusammenzieht, also das sieht man dann nicht. Und verteile einmal Stäbchen ringsherum. So, wenn ich einmal rum bin, achte ich darauf, dass ich hier nicht zu viele Stäbchen an die Seite bringe und schließe mit einer Kettmasche. Dann mache ich nur 2 Luftmaschen, da wir ja mit Reliefstäbchen häkeln, und ziehe mir dies erste nach vorne. Das zweite ziehe ich mir auch nach vorne und die nächsten beiden häkel ich dann nach hinten. Also ich mache mir ein Reliefstäbchen ran mit immer 2 nach vorne, 2 nach hinten.
Das kann aber auch jeder für sich selbst entscheiden, ob er 1 nach vorne, 1 nach hinten, 2 nach vorne, 2 nach hinten, 3 oder 4. Man kann wunderschöne Muster dadurch entstehen lassen oder komplett anderer Wechsel. Jeder, wie er Lust hat. So, und dann häkel ich das Ganze so weit, bis das Bündchen lang genug ist. Und hier in dem Fall sind es noch 6 Reihen. Das gleiche dann noch an den Ärmeln und fertig ist unser neuer Fledermauspulli. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen. Wie immer ganz, ganz wichtig. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen bedanken fürs Teilen, Liken, Weiterempfehlen und Kommentieren. Und auch ein ganz, ganz dickes Danke, fühlt euch gedrückt, für eure Thanks. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Anleitung, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.